Hallo in die fleißige Nährunde hier in YouTube, in meinem Kanal und meinen Playlists, die ich unter anderem für Zuschnitt und für Näharbeiten habe. Ja, ich habe mir in den letzten Tagen mal meine To-Do-Liste rausgeholt und da ist ja so wahnsinnig viel, was ich tun sollte für euch, was ich euch zeigen sollte. Und da habe ich mir einfach mal, weil ich nicht ganz so viel Zeit jetzt diesen Monat, diesen Dezember habe, einen einfachen Wunsch rausgesucht. Nämlich, es geht heute darum, wie ihr aus eurem normalen Schnitt, den ihr von einem Rücken, von einem T-Shirt oder einem Kleid habt, einen Wasserfallrücken machen könnt, einen großen Wasserfallrücken. Mir wurde dazu ein Bild zugeschickt, das nicht ganz so aussah wie dieses. Es war eigentlich noch großzügiger gemacht, aber nicht mit mehr Falten, sondern es hatte zwei riesengroße Falten, die über den Rücken liefen. Und so ganz gefallen hat mir das nicht. Deshalb habe ich das jetzt für meinen Geschmack, muss nicht eurer sein, für meinen Geschmack ein wenig abgeändert. Und genau das ist bei rausgekommen. Und wie einfach und wie simpel das ist, das werdet ihr gleich sehen. Den Schnitt habt ihr wirklich auch wenn ihr noch nie Schnitte gemacht habt und ihr habt einen Rückenschnitt von einem Teil, diese Veränderung habt ihr wirklich in 5 Minuten gemacht, wenn nicht sogar weniger. Kurz zur Erklärung. Durch diese Art, wie ich das gezeichnet habe, entsteht automatisch in der hinteren Mitte ein Schlitz, den ihr entweder mit Knöpfchen dann zumachen könnt, ihr könnt sogar einen Reißverschluss reinnehmen, wenn ihr wollt, aber noch einfacher ist es ganz einfach, diesen Schlitz, der entsteht, mit einem Schrägband einzufassen und das gleiche dann mit dem Halsring zu machen und dann könnt ihr das hinten binden. Also das jetzt nur so als kleinen Vorschlag, aber auch da könnt ihr vorgehen, wie ihr wollt. Bei einem so großen Wasserfall solltet ihr auf alle Fälle vorne keinen tiefen Ausschnitt haben, denn es könnte sein, durch das Gewicht, dass euch das immer dann nach hinten gezogen wird. Logisch, wenn das Vorderteil zum Beispiel hier einen weiten Ausschnitt hat und ihr habt einen schweren Stoff, vielleicht einen schwer fallenden Jersey, dann könnte es euch sein, dass das hier immer hochgezogen wird. Also es wäre da schon gut, wenn es ein guter, angepasster Schnitt hier im Vorderteil ist und dann bleibt das auch so in der Position. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, ich lese das oft, dass jemand sagt, ach, ich habe da jetzt was gemacht, aber wenn ich den Arm hebe oder wenn ich das mache, dann fällt das nicht so schön. Ja, das ist logisch. Jeder Stoff, jedes Kleidungsstück bewegt sich ja mit euren Bewegungen mit. Und da gibt es sehr, sehr oft Kleidungsstücke, die einfach auch nur gut aussehen, wenn man so akkurat dasteht, wie die Maße am Körper genommen wurden und wie das Teil dann gefertigt wurde. Also da müsst ihr mal dran denken, eure Arbeiten nicht immer so negativ zu bewerten, denn ihr geht wahrscheinlich zu hart mit euch selber ins Gericht. Denkt dran, wie habe ich mich gemessen? Stellt euch vor dem Spiegel mit dem neu gemachten Kleidungsstück und denkt, ach, das sieht ja jetzt ganz genau so aus, wie ich das wollte, aber wehe, ich mache so, dann fällt das ja nicht mehr. Also bitte daran denken, jeder Wasserfall, das wisst ihr auch von dem vorderen Wasserfallausschnitt, ja, wenn ich den nicht immer mal wieder zurechtzupple, dann sieht das auch nichts aus. Denn durch Bewegungen, die wir ja ständig machen, ohne es überhaupt zu merken, da verändert sich natürlich das Ganze auch. Aber ihr seht, so ist die Optik, so werde ich das genau mit dem Schnitt jetzt euch erklären. Und welche Materialien könnt ihr nehmen? Jedes Material, das schön und weich fällt. Das ist egal, ob das wie jetzt bei mir ein Seidenjersey ist. Natürlich solche Stoffe, die fallen natürlich immer am besten. Ein Seidenjersey, das ist klar. Das könnt ihr schon sehen. Der will von ganz alleine da liegen, da fallen. Aber ihr könnt genauso einen Baumwollstoff nehmen, der nicht zu hart imprägniert ist. Also alle weichen Stoffe, selbst einen ganz dünnen Wollstoff könntet ihr nehmen. Strickstoffe eignen sich hervorragend für solche Wasserfallgeschichten. Deshalb fragt mich bitte nicht, welchen Stoff soll ich nehmen. Ihr nehmt, was ihr wollt, solange er schön weich fällt. Aber genug gesprochen, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also, ran an die Sache, ran an die Arbeit, damit ihr schnellstmöglich einen Wasserfallrücken für euch selber machen könnt.
Und hier ist nun die Erklärung für euch, wie ihr diesen Wasserfallrücken, diesen großen Wasserfallrücken, das muss man ja wirklich sagen, denn gerade bei einem Vorderteil hat man selten so einen großen Wasserfall. Aber ich zeige euch halt hier ganz genau jetzt, wie ihr den Schnitt für euch ganz einfach und simpel selber machen könnt. Ich habe hier einen anderen Maßstab, deshalb bitte haltet euch jetzt nicht daran oder denkt, wieso ist das so klein, das sieht aus wie für ein Kind. Aber ich gebe euch die Maße, die ich jetzt anstelle, in Zentimetern ungefähr so an, wie ich das auch bei meinem 40er oder 42er Oberteil machen würde. Aber eigentlich könnt ihr die Maße auch wirklich für jede Größe nehmen, die ihr eventuell für euch selber nun habt. Nehmt nun ganz normal euren halben Rücken, ich habe hier jetzt mal einen ganzen gezeichnet. Nehmt einen halben Rücken, ein neues Papier zum Draufzeichnen natürlich und legt die hintere Mitte Bruch an eine gerade Kante an oder zeichnet euch eine gerade Kante, falls ihr noch keine auf eurem Papier haben solltet. Nun messt ihr von dieser fertigen Bruchkante, das wäre ja der Bruch hier, haltet das hier fest und messt so weit rüber, dass ihr hier eine Distanz von 30 cm bekommt. Bei mir ist das jetzt um einiges weniger und lasst unten ruhig ein bisschen Platz, weil da kommen wir dann auch noch gleich dazu. Beschwert euch euren Schnitt ein wenig und macht nun zuerst im rechten Winkel zu der hinteren Mitte Halsring von dieser fertigen Kante, die ihr da vorne habt, macht ihr euch bitte eine Markierung, einen Strich im rechten Winkel bis dahin. Das ist euer erster Punkt. Nun schauen wir zuerst zum Saum wieder hin, denn durch dieses schräg angelegte kann ich jetzt nicht einfach meinen Schnitt hier so anzeichnen. Das wäre falsch. Das erkläre ich euch hier direkt auch, warum das falsch wäre. Wenn das euer Rückenteil ist mit der Breite, die ihr habt, ich habe jetzt hier 16 cm, aber sagen wir mal, ihr hättet jetzt hier 25 cm bei euch und würdet jetzt das hier so anzeichnen nach unten, denn wir brauchen ja eine Gerade hier unten, dann könnt ihr sehen, wird das wesentlich weniger. Also das wäre falsch. So, also gehen wir davon aus, ihr habt 25, richtet euch bitte nicht hier nach meinem Maßstab. Ganz wichtig, ich muss das immer wieder betonen, denn das wäre wirklich falsch. Euer Maß, das ihr jetzt von dem halben Rücken habt, das messt ihr hier irgendwo auf diese Gerade. Und nun von diesem Drehpunkt dreht ihr das so weit auf, dass ihr diesen Punkt erreicht, damit ihr wieder hier die gleiche Weite auf der Hüfte habt, die euer Schnitt hat. Das wäre schon mal alles da. Nun zeichne ich mir komplett meinen Rücken, wie ich ihn hier habe, ein. Und hier kann ich jetzt noch überlegen, will ich meinen Saum nun einfach hier rüber zeichnen, das wäre dann die Länge, wie mein Oberteil jetzt hier hatte. Aber mein Oberteil ist hier ein bisschen kurz, deshalb will ich das hier ruhig noch ein bisschen länger zeichnen und nehme auch wieder einen rechten Winkel. Das ist jetzt wichtig zu unserer vorderen Kante, denn ihr könnt hier sehen, das ist einfach nur so ein bisschen abgeschnitten, das Papier, wie ich es zuletzt gebraucht hatte. So, das ist jetzt mein Saum, meine Seitennaht, Armloch, Schulter, Halsring und dieser Punkt ist wichtig, den dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und nun geht ihr bitte bei eurem Originalschnitt ca. 7 bis 10 cm von diesem Punkt nach unten und zeichnet euch wiederum eine Linie genau auf diese hintere Mitte Spitze. Man könnte diese Linie zwar lassen und das Teil jetzt so ausschneiden, aber man hat dann hier in der Faltengebung zu viel Material. Und wenn wir das hier wegmachen, ist das ganz viel und macht wirklich einen großen Unterschied. Und das ist jetzt schon der gesamte Schnitt, den ihr benötigt. Deshalb schneiden wir den jetzt aus und ich schneide auch gleichzeitig genau nach diesem Schnitt jetzt meinen Stoff zu.
Und wir schauen uns gerade nochmal die Teile jetzt an, bevor ich sie euch auf die Büste stecke und hänge. Hier hatten wir unser Originalteil und wir haben ja gesagt, das ist unsere hintere Mitte Bruch. Die hatten wir ursprünglich da angelegt gehabt und dann so aufgedreht gehabt. Aufgrund dessen müssen wir natürlich auch jetzt den Stoff in der hinteren Mitte Bruch so zuschneiden, während das eigentlich das Teil ist, was dann so runterfallen wird, um diese schönen Bogen, also diesen Wasserfall-Look da hineinzubringen. Das ist unser Halsring, Schulter, Armloch, Seitennaht, aber das wisst ihr ja. Ich habe es jetzt einfach noch mal ein bisschen länger geschnitten hier. Bei dem Teil könnt ihr sehen, weil das dann noch schöner fällt. Also so ein Wasserfallrücken, der sollte auf alle Fälle nicht zu kurz gehalten werden, um da eine schöne Optik reinzubekommen. Und ich werde jetzt ganz kurz mal an die Nähmaschine gehen und werde hier ein Band annähen, denn das ist eigentlich unser Schlitz, der dann gleichzeitig dafür zuständig ist, dass man auch gut in das Teil reinkommt, währenddessen das ja hier unser Halsring ist, haben wir ja gesagt. Ja, meine Lieben, und damit bin ich schon am Ende angekommen dieses Videos für diesen wunderschönen Wasserfall-Rückenausschnitt. Ich bedanke mich für euer Dasein, für euer Zuschauen. Bleibt gesund, habt eine wunderschöne Adventszeit, bleibt mir treu. Und dann könnt ihr euch denken, tue ich das wahrscheinlich auch. Bis bald wieder. Tschüss, eure Lilo.